Du wundervolle Seele da draußen, einen wunderschönen guten Morgen. Heute geht es weiter mit den spirituellen Informationen rund um den Buckelwal, der vor Pöhl gestrandet ist. Ich werde heute wieder berichten, welchen Engel ich gezogen habe, welche Naturwesen heute ja, zur Unterhaltung zur Verfügung stehen, welche Starseeds aktuell unterstützend wirken. Ich werde mir wieder live hier das Chakrensystem des Wals angucken. Ja, ich werde ihn natürlich wieder fragen, wie es ihm geht. Ich werde ihn auch fragen, wie er die eigenen unterseeischen Walgeräusche, mit denen er gestern Bescheid worden ist, wie er das wahrgenommen hat und ja, was das mit ihm gemacht hat. Und natürlich auch, wie es ihm geht. Auch ein Blick zu den Ahnen des Buckelwals, einfach um die Situation abzuchecken, wie fühlt sich das in diese Richtung gerade an. Okay, ich lege los. Und zwar kam heute als allererstes der Engel hier, Ophanim Raziel. Das ist insofern ganz interessant, als dass er uns daran erinnert, dass das gesprochene Wort Bedeutung hat. Worte, die du sprichst, sind Ausdruck deiner Kraft und deiner Seele. Alles, was du sagst, erzählt auch von dir, von deinen Einsichten, Einstellungen und davon, wie du die Welt wahrnimmst. Worte können lieben, Worte können verletzen. Du bist nicht zuständig für die Worte, die andere in die Welt aussenden. Doch für die Worte, die du sprichst, bist du verantwortlich. Das gesprochene Wort hat Macht. Finde ich sehr spannend, da natürlich jetzt sehr viel geredet wird rund um die Rettung des Wals. Und ja, da wird schon deutlich, achte auf deine Worte. Was kommunizierst du hier gerade? Entspricht das wirklich dem, was du über dich in die Welt raussenden möchtest? Also finde ich faszinierend. Ich hatte ja gestern schon gesagt, dass der Wal starke transformatorische Kraft auch hat. Und auch hier, ja, eine Rückbesinnung darauf, unsere Worte weise zu wählen, finde ich also, ja, einen ganz starken Impuls. Das nächste zu den Naturwesen. Genau, da kamen heute die Elben ins Spielen und die Devarayas. Oh Gott. Devarayas. Jetzt haben wir es. Okay, erst einmal zu den Elben. Ich meine, dass wir die hier auch auf alle Fälle schon mal ja, vor uns liegen hatten. Ich werde jetzt nochmal auf sie eingehen. Das Licht in dir ist sanft und weise, Sterne ziehen ihre Kreise. Woher weht der Wind? Was flüstert die Natur dir zu? Lausche in die Stille, im Sein und in der Ruhe. Das lebendige Feld, es antwortet dir auf alle Fragen im Jetzt und Hier. So, gerade auch für diejenigen, die jetzt doch traurig, verzweifelt sind aufgrund dieser Entwicklung, die sich aktuell zumindest zeigen. Auch hier so ein Hinweis, werdet ruhig und still und geht wieder aus dieser Panik und Unruhe raus. Und in der Ruhe, meine Lieben, liegt die Kraft. Und gerade dann empfängt man aus dem Feld auch wieder Nachrichten, die uns beruhigen, die uns besänftigen, die uns wieder Kraft geben. Okay, ich verbinde mich mal nochmal mit den Elben, die dort um den Buckelwal herum sind und fühle einmal herein, was sie uns sonst noch so mit auf den Weg geben wollen. Hier kommt einfach, bleibt stark. Bleibt stark, wir sind es auch. Okay, das lasse ich jetzt mal so stehen. Dann kehre ich zu den Devarayas. Wie gesagt, wie man merkt, mit denen bin ich auch noch nicht so vertraut. Aber wir alle entwickeln uns ja ständig weiter, dürfen uns auf neue Sachen einlassen.
Hier steht, richte dich neu aus, balanciere deine Kräfte, ordne dein Feld. Ein weiterer Kreis der Kraft offenbart sich dir jetzt. Das finde ich, hört sich ganz toll an. Ich werde dir hier noch mal einen kleinen Abschnitt vorlesen. Bist du in einer bestimmten Rolle gerutscht oder in eine Ecke gedrängt worden, in der du dich nicht wiederfindest? Hängst du in einer Warteschleife oder in einem alten Film fest? Haben dich Ereignisse in deinem Leben aus der Bahn geworfen und aus deinem Gleichgewicht gebracht? Es wird nun Zeit, sich in die Gegenwart auszurichten und die Kräfte in dir zu stärken. Welches Element in dir ist aus der Balance geraten? Welches Element darf gestärkt werden? Nimm dir Zeit für dich. Wo möchtest du hin? Wenn das mal keine Ansage hier ist. Ich spüre nochmal zu den Devarayas. Gucke, was die dort auch vor Ort in Pöhl gerade so veranstalten. Ja, ich nehme da so von den Energien gerade sehr viel Hektik wahr, sehr viel Durcheinander, Kopflosigkeit auch, ja, also wirklich Kopflosigkeit, blinder Aktionismus, wie man es dann auch manchmal so beschreibt, aus den verschiedensten Richtungen. Ne? Das ist jetzt in keine bestimmte Richtung gemeint. Das ist typisch menschlich, wenn eine aufregende, schwer zu lösende Situation sich offenbart, dass gerne auch alles so ein bisschen durcheinander gerät. So einen Impuls bekomme ich hier von diesen wundervollen Energien. Sie stehen natürlich darüber, sie stehen darüber und sie bringen Ruhe. Sie bringen Ruhe rein. Sie helfen wieder zu strukturieren. Sie helfen wirklich, wie es auch in dem Text hier stand, ne, den Weg nach vorne zu finden. Habt ihr noch was mitzuteilen? Ja, in der Ruhe liegt die Kraft. Ups. Und nur in der Ruhe liegt die Kraft. Ich wiederhole mich da. In der Ruhe liegt die Kraft und nirgendwo anders, nur in der Ruhe. Okay, super. Das also zu den Naturwesen. Als Starseed habe ich heute Morgen schon mal den Taurus gezogen. Ich kenne das Ganze als Taurus-Energie, Taurus, also diese Kraft, die so aussieht tatsächlich wie so ein ringförmiger Schlauch, wie ein Donut, der auch um uns Menschen herum ist, diese Taurus-Energie, ja. Die Energie, die ständig um uns herum fließt, uns mit Kraft und ja, Energie versorgt, das ist die Taurus-Energie. Und da habe ich mich auch noch mal ein bisschen schlau gelesen. Warum ist jetzt die Taurus-Energie hier von Bedeutung? Wenn ein Mensch ganz in sein Seelenbewusstsein ist und sein Ego bereits umarmt und integriert hat, dann begibt er sich schließlich auf den Weg seiner Bestimmung, um der Menschheit mit seinem Potenzial zu dienen. Von dieser Energie wird Taurus magisch angezogen und bewirkt für diesen Menschen dann auch eine Aktivierung des Geldflusses. Guckt euch das an. Genau, ich werde mich in diesem Kontext noch einmal mit der Taurus-Energie verbinden, dahin spüren. Ja, also da putzelt es nur so durch die Gegend. Also wie gesagt, die Taurus-Energie ist ein fortwährender Energiefluss, ja, in sich geschlossener Energiefluss. Könnt ihr euch das vorstellen wie so ein Tischbrunnen. Es sprudelt oben raus, es kommt unten wieder rein und die ganze Zeit, es wird unten wieder reingezogen und so ist das die ganze Zeit im Fluss und hochenergetisch. Jetzt nicht der Tischbrunnen, aber die Taurus-Energie. Tischbrunnen bestimmt auch, der hat ja auch immer gute Energie. Okay. Die Taurus-Energie und das nehme ich einfach wahr, dass da ganz viel aufgewirbelt wird. Und wir sehen ja jetzt auch, es gibt so Persönlichkeiten, die tatsächlich ihr eigenes Ego ganz hinten anstellen und merken, das ist meine Mission. Das ist meine Mission. Hier möchte ich jetzt wirken. Und dass das tatsächlich eben auch den Geldfluss
nach vorne treibt. Ist ja völlig spannend, wie viele Menschen sich bereit sind, jetzt dafür auch für diese Rettung zu spenden oder auch Menschen, die schon sehr viel Geld haben, bereit sind, ihr Geld dafür, herzugeben, um dem Wal zu unterstützen, in die Freiheit zu kommen, ja? Also, von daher wissen wir, wovon hier die Rede ist, wenn, ja, das Ego nach hinten geschoben wird, die Selbstlosigkeit, an die Oberfläche kommt, beziehungsweise dieses ganz starke innere Gefühl, das hier ist jetzt mein Auftrag. Hier muss ich jetzt dran oder hier möchte ich jetzt dran, ne? Hierfür möchte ich meine Energie geben. Ja, ich hätte mich ehrlich gesagt auch erst gefragt: „Ups, was hat jetzt die Torusenergie damit zu tun?“ Macht für mich aber in diesem Kontext, komplett Sinn. Okay, ich frage die Torusenergie auch noch mal: Bist du auch um den Wal herum? Bist du auch bei unserem Buckelwal? Bist du auch bei dem Buckelwal? Ja, definitiv. Auch dort, wie gesagt, das ist ja diese sprudelnde Energie, Torusenergie, die durch uns durchgeht, unser Feld flutet, wieder in uns hineinfließt, ne? Und so einen kontinuierlichen Energiestrom in uns bewirkt. Und der ist natürlich auch wichtig für den Buckelwal, ne? Also, und da fließt die Energie, da fließt die Torusenergie. Ich bitte auch nochmal die Torusenergie. Fließe so gleichmäßig und in der Weise, wie der Buckelwal es braucht, um gut mit Energie versorgt zu sein, in seinem Chakrensystem, natürlich auch in seiner Aura. Und ich finde, ich kriege da so ein ganz ruhiges, gleichmäßiges Fließen. Wer mag, kann da gerne mal mit hinspüren. Ich weiß, hier hören auch ganz viele tolle andere Energetiker, Heiler, Schamanen, hochsensible, empathische Menschen zu, die so was spüren können. Bei jedem Menschen und natürlich bei jedem Tier und auch vor allem jetzt bei unserem Buckelwal. Das fließt. Okay, das leitet sehr schön über zu dem Thema mit dem, Chakrensystem. Auch da lege ich wieder los, gucke mir die einzelnen Chakren an, spüre dahin. Vorher streife ich mich noch einmal ab. Sowas mache ich, also energetisches eigenes Abstreifen, energetisches eigenes Schützen, damit ich dort auch ganz klar, verbunden bin. Augenblick. Und bitte noch um einen ganz besonderen Schutz hier für mich und den Buckelwal. Nehmen da auch wieder diese wundervolle Bergkristallenergie mit. Einmal um den Buckelwal und mich herum, dass alles, was hier passiert, zum höchsten Wohle aller ist und ganz toll zum Wohle vom Buckelwal. Genau, da spüre ich jetzt mal rein zum Kronenchakra. Gestern weiß ich, habe ich das unheimlich schön grün gesehen. Heute ist es eher wieder inaktiv. Da nehme ich jetzt nicht so viel wahr. In so einem Ruhemodus. Ich wandere weiter zum Stirnchakra. Das ist viel. Das ist einfach sehr viel Klarheit. Also genau. Die normale Farbe ist ja blau, die ist auf alle Fälle da. Aber ich nehme da wirklich sehr viel Klarheit. Der ist so klar heute. Ja, wenn der Bergkristall für Klarheit und Reinheit steht, dann ist das die Energie, die ich da heute im Stirnchakra finde. Vielleicht hat auch einer von euch da auch für gesorgt oder unterstützt ihn, gerade da im Stirnchakra sehr klar zu bleiben. Er ist ja wundervolles Wesen, ne? Also wir unterstützen ihn ja nur dabei, in seiner Kraft zu bleiben. Okay, weiter zum Kehlchakra. Das wirkt einfach ganz schön so blau, wie es immer aussieht, ne? Gestern hatte ich da ja noch was mit dem Lapislazuli. Fühlt sich einfach schön blau an. Ich gehe weiter zum Herzchakra. Grün, wie es sich gehört, sage ich mal. Grün, natürlich ist das Herz selber auch rot, rosa manchmal auch, ne? Fühlt sich alles relativ
tief, kompakt an. Kompakt. Es ist wahrnehmbar, fließt aber nicht so nach außen. Ne? Es ist einfach in so einem Seinszustand. Genau, abwartend. Okay, ich gehe weiter zum Solarplexus. Das leuchtet gelb und da wollte ich heute noch ein bisschen, da habe ich mir hier den Zitrin vorgenommen, mit an Bord geholt. Da werde ich noch ein bisschen gelbe Energie in den Solarplexus senden, so wie es für ihn gut ist und so wie er es jetzt mag. Ja, unterstütze ich ihn da mit gelber Energie. Dieser Zitrin ist auch immer wundervoll so für Glück, für sich zufrieden fühlen, auch für Erfolg steht der Zitrin, ne? Genau. Wir spüren mal weiter zum Sakralchakra. Das leuchtet heute wieder orange, aber auch dort auf Sparflamme. Ist so ein Seinszustand. Ja, da ist nicht so viel Bewegung. Und dann spüre ich noch zum Wurzelchakra. Auch das nehme ich rot wahr. Aber ich werde heute was rausholen. Es ist irgendwie so eine feinstoffliche Verunreinigung drin. Da hole ich mir mal Michael zur Hilfe. Bitte eben, Michael, der ist ja eh vor Ort. Bitte hilf, diese Blockade, diese feinstoffliche Verunreinigung, die ich dort im Wurzelchakra wahrnehme, zu entfernen. Vielen Dank. Ja, da kommt so ein Maulen, ne, von der Seite des Wals. Oh Mann, ja, er mault einfach so, grummelt da so vor sich her. Ja, ganz ehrlich, ne? Was ein Wunder, also. Gut, da fließt es jetzt aber auch schön, schön, schön rot rein. Bitte auch nochmal Erzengel Uriel, der ja mit dem Rot arbeitet, der mit dem roten Strahl verbunden ist, dort in der Weise Energie reinzusenden, wie es wirklich für den Buckelwal gut ist. So, ne, es geht ja immer nur um den Buckelwal, nicht um persönliche Interessen oder wie auch immer. Es geht um sein Wohl. Punkt. Ja, das heute also zu dem Chakrensystem. Ich habe heute noch mal mir den Ukenit auch vorgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Meines Erachtens kommt er aus Indien. Und dieser Ukenit, der steht auch dafür, dass Vergangenes auf die Zukunft keinen Einfluss mehr hat. Ich werde einfach mit der Energie dieses Ukenits, ich muss ihn nur mal zeigen, weil er einfach so, ich liebe ihn. Es sieht einfach so toll aus. Werde mit der Energie des Ukenits nochmal zum Buckelwal hinwandern und den Ukenit bitten, dass er mit seiner Kraft, mit seiner Power, mit dem, was er machen kann, den Buckelwal insofern von Energien befreit, sodass diese zurückliegenden negativen Energien gegebenenfalls, also es geht hier nur um negative Energien, nicht seine Zukunft beeinträchtigen. Jetzt ein kleiner Schauer durch mich durch. Ja. Dann sagt man, was will hier so ein kleiner Stein? Ne? Wenn ihr wüsstet. Aber es gibt ja viele unter euch, die bestimmt sich auch mit Heilsteinen auseinandersetzen. Wundervolle Wesen. Genau, so, jetzt kommen wir mal zum Wal selber. Ich hatte vorhin ja schon mal so einen Eindruck, als ich beim Wurzelchakra war, dass er grummelig ist. Das ist kein Zufall, es gibt ja eh keine Zufälle, dass ihr heute den Zitrin gewählt habt. Ne? Könnt ihr ihn gut sehen, einmal hier. Zitrin gewählt habt für Freude, Zuversicht, gegen Depression und so hilft dieser Stein ja auch. Er ist grummelig. Einfach grummelig.
Ja, wer von euch einen Hund hat, der weiß vielleicht, wenn die Hunde manchmal da so liegen und so denken: „Oh, wann geht's hier endlich los? Kann jetzt mal endlich mit jemand spazieren gehen? Ich will hier jetzt mal raus an die frische Luft.“ So fühlt sich das an. Einfach dieses: „Ich habe keinen Bock mehr, hier jetzt so die ganze Zeit so rumzuliegen“, ne? Okay, hier schicke ich noch mal geballt diese gelbe Energie hin, ihn einfach zu unterstützen, dass sich da nicht so eine Schwere einstellt, ne, im Gemüt. Genau. So, jetzt zu der Frage, die einige von euch bewegt hat und die ich auch, interessant finde. Wie hast du die unterseeischen, eigenen Wahlgeräusche empfunden? Wie hast du sie wahrgenommen, lieber Buckelwal? Er schickt mir ein Bild, ne? Ich unterhalte mich ja eh viel in Bildern, die ich dann in Worte übersetze. Er hält sich die Ohren zu. Ich gebe euch meine Wahrnehmung hier wieder. Er hält sich die Ohren zu. Seit wann interessiert mich mein eigenes Gequatsche? Was soll das? Was soll das? Was soll ich mir das dann bitte anhören? Ja, Punkt. Punkt. Danke. Danke, dass du mit uns sprichst. Ein kleiner Mini-Exkurs. Ich rede ja mit ihm und er kann natürlich auch mit mir reden. Ja, dadurch, dass ich diese Leitung sozusagen jetzt aufgebaut habe, ist er auch gelegentlich mal bei mir. Gestern bin ich mit meinem Hund rausgegangen und plötzlich kam da so eine Stimme, was ist das denn? Dann habe ich ihm erst mal erklärt, was das ein Hund ist. Also, wir dürfen jetzt nicht denken, dass wir die Einzigen sind, die mit ihm kommunizieren. Also, er kommuniziert auch mit uns, wenn wir die Leitung legen und wenn er es will. Wenn er merkt: „Boah, das möchte ich, diese Verbindung, ne? Die finde ich, die ist liebevoll.“ Das hat auch nichts jetzt mit persönlichen Vorlieben zu tun bei ihm, sondern einfach, er merkt die Schwingung. Das ist eine liebevolle Schwingung so, ne? Die meint's gut mit mir. Ja, und dann fand er das, sehr interessant, dass Hunde so lange Beine haben. Das ist mir so aufgefallen und dass die so mit den Beinen so rumspringen können. Süß, oder? Okay, gut. Das also heute, zu unserem Buckelwal-Update. Wir drücken weiterhin die Daumen und ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Bis dann.